Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC und wir berichten hier live von der Intec und ich befinde mich auf dem Stand von Steinl, einem Traditionsunternehmen, das dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum feiern darf. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass der Herr Borgert hier neben mir ist, sich Zeit genommen hat und wir ein bisschen über dieses traditionsreiche Unternehmen sprechen können und wo vielleicht die Herausforderungen vielleicht auch in diesem Jahr oder in der Zukunft liegen und wie ihr darauf so antwortet oder reagiert. Hi. Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem Stand und herzlich willkommen in unserem Jubiläumsjahr. 100 Jahre ist natürlich eine Hausnummer, 1925 gegründet. Steinl kommt ursprünglich aus den Werkzeugmaschinen und daraus sind dann später die Normalien entstanden, die wir hier vertreten. Werkzeugmaschinen, große Industrie, gerade in Schwenningen, wo wir produzieren für die Uhrenindustrie, aber da sieht man auch schon, man muss flexibel auf den Markt reagieren. Wir haben neue Produkte, die wir hier vorstellen. Wir treffen viele von unseren Kunden hier, entweder als Aussteller oder als Besucher. Und darum ist das eine interessante Messe für uns und wir freuen uns einfach hier zu sein. Ja, sehr, sehr schön. Als ich hier mal den Blick habe schweifen lassen, fällt mir besonders das Kundenspezifische so ein bisschen in die Augen und auch die Möglichkeit, die Bandbreite, die ihr anbietet und sagen wir mal, die individuellen Lösungen, die ihr für eure Kunden anbietet. Ist das gerade ein Thema, womit ihr, sagen wir mal, die Zukunftsherausforderungen so angreifen wollt, so flexibel wie möglich zu sein und so viele Kunden wie möglich anzusprechen? Das ist richtig, das ist unsere Devise. Wir sind nah am Kunden dran, wir wissen genau, was die Kunden benötigen und eigentlich können wir alles drehen, fräsen, wir können schleifen, wir können hart erodieren, solche Techniken haben wir bei uns im Hause. Und wo es eingesetzt wird, da sind wir vollkommen neutral. Da warten wir auf die Anfrage vom Kunden und wie es dann entsprechend weitergeht. Wir sagen, dass wir die Prozesse bei uns im Haus haben und wie es am Ende angewendet wird, ist eine Dienstleistung an den Kunden. Darum laden wir alle Kunden ein, mit den Problemen auf uns zuzukommen. Ja, sehr, sehr schön. Wo würden Sie denn sagen, sind gerade Themen, die besonders im Fokus stehen bei Ihren Kunden, die besonders bei Ihnen nachgefragt werden und wie reagiert ihr da gerade drauf? Wir sind natürlich oft für die Zerspaner zum Beispiel da. Ich habe gerade eben mal den Blick hier drüben schweifen lassen. Messtechnik ist ja sogar auch noch ein großes Thema bei euch. Wo habt ihr gerade die meiste Nachfrage? Die meiste Nachfrage ist im Augenblick in der Verpackungsindustrie, Automatisierung, wo dann halt Sonderlösungen gemacht werden. Früher wurden zum Beispiel Pakete über Rollen transportiert, jetzt fahren die Wägen selber und da gibt es dann halt andere Anforderungen. Also es gibt einige Branchen jetzt schon, wo sich die Anforderungen verändern und an denen sind wir dran. Die Sachen, die wir hier ausstellen, sind dann auch teilweise in Reinräumen drin. Medizintechnik, rostfreie Führung, da sehen wir wirklich viele Sachen. Wo früher einfach nur ein Alukäfig im Einsatz war, muss es jetzt halt mit Keramikkugeln sein. Also da ändert sich ziemlich viel. Ja, auch sehr, sehr spannend zu sehen, was die Branchenbandbreite also angeht von Medizintechnik. Wir haben eben Uhren gehört. Also sehr, sehr spannend, in welche Richtung das gehen kann, wie das Kundenportfolio anscheinend sehr diversifiziert sein kann bei euch. Also das ist sehr, sehr spannend und damit wir für unsere Zerspaner noch vielleicht ein paar kleine Highlights hier auspacken können, können wir vielleicht mal so einen kleinen Blick hier drüben zu unseren Systemfedern und was hier so zu entdecken gibt, einfach mal kurz einen kleinen Blick drauf werfen, damit wir das einmal kurz anreißen können. Gerne. Die Systemfedern sind schön bunt, das ist halt das Gute, aber das ist halt ein Katalogprodukt. Das ist in der Stands- und Umformtechnik. Wenn der Kunde möchte, dass er halt den Druck auf seinem Werkstück verändert, kann er halt eine baugleiche Feder austauschen, andere Farbe nehmen. Darum sind die halt wirklich ein Katalogprodukt, standardisiert nach ISO. Auf der anderen Seite haben wir Stickstoffsysteme hier, die Gasdruckfedern, die auch den Druck erzeugen. Die kann man miteinander verbinden, um den Kraftanstieg ein bisschen flacher zu haben. Und das Highlight dahinter ist dann natürlich unsere Tankplatte, die wir darstellen. Da ist dann wirklich Stickstoff drin in dieser Tankplatte. Oben sind kleine Zylinder, die dann rausgucken. Und da kann der Druck dann frei eingestellt werden in der Stands- und Umformtechnik. Das sind die klassischen Lösungen für die Stands- und Umformtechnik, die hier dargestellt sind. Ja, sehr, sehr schön. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen sehr intensiven Einblick bekommen in ein Traditionsunternehmen, das 100-jähriges Jubiläum feiert, hier bei Steinl. Und ich kann mich nur sehr herzlich bedanken, Herr Borgert, dass Sie sich kurz Zeit für uns genommen haben und wir einen kleinen Blick in Ihre Welt bekommen durften. Ja, vielen Dank für das Interesse und ja, wir machen Späne, egal für welche Anwendung. Sehr schön, Dankeschön.